Kleinere Cluster von Wassermolekülen erhöhen die Verfügbarkeit von elektrischen Ladungen und die Hydratationsfähigkeit des Wassers wird erhöht. Ja, wie kann man jetzt diese Energie messen oder vielleicht messen? Ich bin da wieder am Anfang dieser Versuche. Ich habe die seit dem Film eigentlich nicht mehr groß betrieben. Aber ich habe da herausgefunden, in den 1-2 Jahren nach diesem Film habe ich da intensiv geforscht und ich habe einige unbeantwortete Fragen gehabt und ich war selbst mein größter Kritiker und ich wollte das Ganze richtig kriegen. Und im Prinzip ist das Gerät der erste Synthesizer, der je gebaut wurde. Musiksynthesizer. Ich weiß, dass der Jörg den Theremin kennt, aber wem sagt das was, Theremin? Ah ja, da ist auch. Das Messgerät ist eigentlich ein Theremin. Ein Theremin ist ein Gerät, ein Musikinstrument, das man spielen kann, ohne es zu berühren. Weil wir über unsere elektromagnetische Ausstrahlung darauf Einfluss nehmen. Und der Erfinder spielt es Ihnen gleich mal selbst vor, der lebt nicht mehr. Gleich fertig. Ja, ich muss ihn leider jetzt abbrechen. Tut mir leid, Leon. Ja, das ist eben dieses Messgerät vom Film. Der Workshop, der wird ja nachher stattfinden, der verlässt sich auf Improvisation ein bisschen. Es gibt für mich bessere Messmethoden vom Wasser als das jetzt. Wobei, es ist schon spektakulär, wir werden das vielleicht nachher zeigen können, im Film sieht man das ja auch schon. Das Theremin wird dann dastehen, können Sie selber testen. Also ich habe jetzt seit gut einem Monat, aber ich kann natürlich überhaupt noch nicht spielen, also ich würde da lieber wieder das mit der Gitarre tauschen. Dann. Ja, einfach so ein bisschen mal testen. Das Messgerät, das wird dann auch dastehen, das kann man gleichzeitig auch testen und schauen, dass eigentlich dasselbe ist. Schaffen wir da physikalische Veränderungen festzustellen? Ich habe jetzt bei den Versuchen, die ich jetzt extra für heute gemacht habe, habe ich das noch nicht so genau reproduzierbar feststellen können. Und die Frage ist auch, kriegt der Franz Pitzke genügend visuelle Effekte? Und das werden wir auch schauen, dass wir das hinkriegen. Okay, alles improvisiert. Ja. Was heißt das jetzt? Was heißt das jetzt? Ja, schauen wir uns doch so ein Theremin mal an. Wir haben ja gesehen, wie er selber, der Erfinder, ihn gespielt hat. Ist jetzt in den letzten Jahren auch in der Musikszene wieder ein bisschen in Mode gekommen, dieser Theremin. Und wenn wir uns das anschauen, ganz simpel, in so einem Gerät drin sind 2 sogenannte elektrische Schwingkreise. Das sagt jetzt vielleicht nicht viel, aber es schwingt etwas mit einer bestimmten Frequenz, das andere eigentlich mit der gleichen Frequenz, aber es hat noch eine Antenne angehängt, der zweite Schwingkreis. Und diese Antenne, die beeinflusst natürlich den und darum muss man zuerst diese wieder abstimmen, dass sie wieder gleich schwingen. Und dann nachher habe ich dann einen riesen Einfluss. Jetzt musst du vielleicht bei den Dings ein bisschen hochfahren. Ja, danke.
Das ist jetzt der Termin. Wenn ich da vorbeilaufe, reagiert er schon. Wenn der Franz vorbeiläuft, reagiert er auch. Aber ich kann jetzt natürlich nicht diese Sinfonien spielen. Ich könnte das Vibrato machen. Also auf so ganz kleine Bewegungen reagiert das System. Und wie vor... So. Also es reagiert auf ganz kleine Bewegungen. Auf was reagiert es denn da? Was ist denn bei uns elektrisch geladen? Vielleicht diese 70% Körpergewicht, die Wassermoleküle ausmachen. Und reagieren die vielleicht? Ja, meine, könnte ja sein. Schauen wir jetzt mal. Merkt euch diesen Ton, weil wenn ich jetzt das Glas hinstelle, werde ich es auch kurz mit meiner Hand beeinflussen. Es reagiert auf Wasser, okay? Und der Klaus hat das so schön irgendwo einen Titel gegeben für diesen Workshop, Kommunikation mit dem Wasser. Du hast das viel besseren Titel gefunden als ich. Das ist genau das. Es findet eine Kommunikation statt. Das sind elektromagnetische Wellen, technische, natürliche, die beeinflussen sich alle gegenseitig und das passiert ständig. Und es passiert eigentlich aus meiner Sicht über das Wasser. Und wenn ich es jetzt wieder weg, ich nehme jetzt wieder einen anderen Ton da, oder? Gehe ich wieder hin. Da habe ich jetzt schon viel Wasser getrunken, aber es hat noch Wasser drin. Okay. Will jemand selber mal ein bisschen hin und da probieren? Reagiert, ja. Was bedeutet das, wenn er reagiert? Oder wie? Ja, dass diese Kapazität der Antenne beeinflusst. Ja. Und dann nachher erkläre ich es dann nachher nochmals im Detail. Ein leeres Wasserglas. Ja. Aha, ja, genau, okay. Ja, Okay. Hey, guter Punkt. Weiter. Bei den Apfel. Ich probiere es mit dem Wasserkopf. Okay, ich probiere mal mit einem leeren Glas. Hat noch ein paar Tropfen drin, aber die sollten nicht viel ausmachen. Nicht schlecht. Also, der Jörg ist ja dazu da, mich ab und zu challengen. Und jetzt hat er mir ein leeres Wasserglas gegeben. Ich bin jetzt auch gespannt, was passiert. Ha? Ha? Ich habe zum Glück keine Angst vor Experimenten, die ich nie gemacht habe. Wer reagiert? Ha? Was heißt das jetzt? Es gibt das sogenannte Gesetz, dass wenn zwei Frequenzen gleichzeitig schwingen, dann hört man auch die Differenz und einen Kombinationston, oder? Und wenn ich jetzt den einen Schwingkreis mit der Antenne beeinflusse, dann schwingt er ja nicht mehr gleich und die Differenz verändert sich. Und dadurch, dass diese Frequenzen sehr hoch sind, 80.000 Hertz rund, dieser Schwingkreis jetzt da gerade, das ist verschieden, kann ich bereits extrem kleine Unterschiede, kapazitive Unterschiede messen. Also ich kann, was das Gerät im Prinzip mal misst grundsätzlich, sind extrem feine kapazitive Unterschiede. Kleinere Wassermoleküle, mehr elektrische Ladungen, dass das dann
auf diese Kapazitäten Einfluss hat, dass die sich ja ändert. Das Wasser kann ja mehr Mineralien auflösen, das Wasser kann mehr Mineralien transportieren und das müsste sich doch irgendwo so ausdrücken. Und das ist meine Überlegung. Ich habe das damals 2003, glaube ich, wo das gefilmt wurde, haben wir einen Haufen Serien gemacht. Und wir konnten tatsächlich zum Beispiel unterhalb und oberhalb der Pendelrampe gab es andere Signale. Also das Wasser hat sich anders verhalten. Und was ich sensationell fand, war in diesem Film, dass die letzte Szene, wo wir das reingehalten haben in einen See, und danach hatten wir einen bestimmten Ton und dann hat die Musik angefangen zu spielen und der Ton hat sich verändert, während die gespielt haben. Und die waren ja ungefähr 10, 20 Meter weg vom Gerät. Also die hatten keinen Einfluss auf die Antenne direkt. Und das waren für mich so Indikatoren, dass man das machen kann. Das Aber ist, was ich dort in dem Film gesagt habe, das war teilweise schlicht und einfach nicht richtig, weil ich dem Pierre geglaubt habe. Oder? So war die Tatsache. Man misst überhaupt keine Biofrequenzen hier. Ich messe den Unterschied vom kapazitiven Verhalten von Wasser. Ich habe jetzt, weil der Franz mich gebeten hat, kannst du das zeigen? Das war für mich eine tolle Challenge. Ich musste den wieder ausgraben, weil das ist ja auch ein Termin. Was ihr da im Film gesehen habt, das war genau der. Und der war so ein bisschen kaputt. Ich habe meine bescheidenen Lötkünste wieder beanspruchen müssen, das wieder zusammengelötet. Das ging, es war relativ einfach, ich musste ja nichts am Schaltkreis ändern. Und dann hat mir die Antenne gefehlt, die wir dort hatten. Und dann habe ich gesucht, Antennen, die gibt es nicht mehr, diese Antennen. Ich habe auch diesen Anschluss improvisieren müssen, weil die Kabelübergänge, die haben auch nicht mehr gestimmt. Also was ich vor 20 Jahren hatte, kriege ich heute gar nicht mehr. Dann hängen wir mal schnell diese Anlage an, die durch den Film von Franz eigentlich berühmt, berüchtigt wurde. Und ich habe schon angehängt. Und jetzt mal schauen, ob wir da was rauskriegen. Wir müssen das Volumen raufhängen. Ist oben, okay. Ja, okay. Den auf die Seite ein bisschen und den da. Aber wie machen wir das mit dieser Antenne? So machen wir das. Ja, jetzt geht es in die andere Richtung. Das ist eben auch eines der Probleme, die ich bemerkt habe. Ja, jetzt ist er eben verkehrt rum kalibriert, dadurch. Und jetzt, was der Käs gesagt hat, wie die Versuche eigentlich abgelaufen sind, ist, dass man diese Antenne ins Wasserglas getan hat. Und jetzt hat man ja da einen Ton, eigentlich passt das jetzt für ein Wasserglas relativ gut, diese Antenne schon, sieht man ja. Und jetzt, würde man jetzt dieses Wasser behandeln, dann würde sich die Frequenz ändern. Das habe ich tatsächlich eben auch mehrfach gesehen, dass das passiert ist. Tatsächlich, da passieren Unterschiede, man kann die hören vor und nach der Behandlung, dass es da klare Unterschiede gibt. Hast du da? Okay. Jetzt schauen wir mal. Was ist der Unterschied zwischen den zweien? Was ist der Unterschied? Aha, ja, gut. Da gibt es einen Unterschied. Voilà. Das
ist aber einfach, oder? Wir wollen ja alle gerne den Unterschied messen, zum Beispiel zwischen eingewirbeltem Wasser und einem nicht eingewirbelten Wasser. Und das sind die Unterschiede extrem minim. Und ich zeige jetzt mal, vielleicht habe ich das irgendwo aufgezeichnet. Wenn ich jetzt das so laufen lasse, dann sehe ich hier oben ganz genau die Frequenzen, die es hat. So kann ich das analysieren. Ich mache dann einfach Screenshots und lege dann verschiedene Momente übereinander. Das ist noch ein bisschen Arbeit, weil die Screenshots sind dann manchmal nicht genau gleich lang. Das muss dann 100% genau eingepasst werden und da kann man solche Sachen vergleichen. Oder? Und was wir im Film gesehen haben, war jetzt Folgendes. Das hat man da einfach, nimmt man da zum Beispiel eine kurze Sequenz und dann machen wir eine 3D-Frequenzanalyse. Und diese Bilder kennen wir ja. Also das ist diese Hauptfrequenz und ein Oberton, also ein Sinus angelehntes Signal, weil sonst hätten wir viel mehr Obertöne. Und wenn ich jetzt da ein bisschen mehr Berge haben will, ja gut, dann nehme ich halt den ganzen Ausschnitt da und mache da die Frequenzanalyse. Okay, wunderbar. Ja? Das sieht dann genial aus, aber das sind dann nicht die Bioresonanzen. Sieht spektakulär aus, aber für mich ist das, wenn schon, spektakulärer, diese Sachen. Weil da sehe ich genau, was läuft, was sich verändert und dann kann ich anfangen zu analysieren. Das ist Stand meines Wissens heute und damit habe ich eigentlich beendet und ich weiß nicht, ob wir noch Zeit für Fragen haben oder nicht. Danke.